Hallo miteinander. Mein Name ist Ronny, ich bin der Erfinder vom Kartenspiel Speedo. Wow. Und ich möchte heute in einem kurzen Video erklären, was Speedo genau ist und warum ich jetzt deine Unterstützung benötige. Und zwar ist Speedo ein interaktives Kartenspiel, das mit einer Android- oder einer Apple-App funktioniert. Und ja, die kann man kostenlos aus dem App Store oder aus dem Play Store herunterladen und dann spielt man das Spiel auf Zeit. Also man legt seine Karten ab, stoppt seine Uhr, aber gewinnen tut nicht der, der alle Karten zuerst abgelegt hat, sondern der, der am Schluss die kleinste Zeit auf seiner Uhr hat. Also wer am wenigsten Zeit gebraucht hat bei seinem Zug zum Karten ablegen. Das genaue Spielprinzip zeige ich euch nachher noch ein bisschen später. Wie ist das Spiel entstanden? Also ich und meine Kinder, wir spielen ja immer ganz viele so Kartenspiele, wie zum Beispiel eben auch das bekannte Spiel, ich kenne es alle, ich nenne es jetzt hier nicht beim Namen, das mit 3 Buchstaben. Und wir haben immer ganz viele verschiedene Varianten ausprobiert. Und einmal haben wir eine Variante ausprobiert, wo wir so eine Schach-App abgeladen, so eine Schachuhr-App abgeladen haben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir spielen das jetzt mal auf Geschwindigkeit. Und auf dieser Schachuhr-App hat man so bis 4 Uhren einstellen, wo man eigentlich dann die Zeit stoppen kann. Und es hat so viel Spass gemacht, dass ich dann gesagt habe, das muss ich jetzt umsetzen mit einer eigenen App. Und ich habe dann mal ein bisschen angefangen rumzupröbeln und es gibt so verschiedene Faktoren im Spiel, zum Beispiel einen Seitenwechsel, der mit einer einfachen Schach-App nicht gegangen ist, oder sonst Elemente einbauen, die dann sehr kompliziert geworden sind, wo man ein bisschen vereinfachen und ein bisschen besser integrieren musste. Und das ist halt wirklich nur mit einer eigenen App dann auch möglich gewesen. Und so habe ich angefangen, eine App zu programmieren und habe die eigentlich dann noch entwickelt. Aber irgendwie hat natürlich auch die Karte nicht drauf gepasst und darum bin ich dann natürlich auch darauf gekommen, dass man eigene Karten braucht. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen und habe hier die Speedo-Karte entwickelt, die ich hier bereits in der Version 2 schon mal habe. Die erste Version hat nicht so gut funktioniert. Ich musste so viel auf die App drücken, dass man unter Zeitdruck ist das überhaupt nicht mehr gegangen. Aber mit der Version 2, mit diesen Karten, haben wir wirklich schon ein sehr gutes, funktionierendes Spiel, das extrem viel Spass macht. Ja, schaukeln. Bruh. Ja, du fragst dich sicher, für was braucht es mich denn jetzt hier dazu? Das ist eigentlich ganz einfach, ich brauche deine Kohle. Nein, Spass natürlich. Mal brauche deine Kohle, ehrlich. Okay, nein, Spass beiseite, Spass beiseite. Es ist wirklich so, ich muss, um das Spiel am Markt bringen, eine gewisse Menge produzieren, damit es sich auch lohnt. Weil sonst werden die Produktionskosten, wenn man nur irgendwie 10 Stück produziert, dann werden die Produktionskosten so hoch, dass sich das einfach überhaupt nicht mehr lohnt und ich das Spiel dann eigentlich nicht auf den Markt bringen, respektive ich muss es dann irgendwie am Schluss für 30 Stutz verkaufen und kein Soul will es für 30 Stutz kaufen. Also darum bin ich wirklich darauf angewiesen, hier am Anfang einen gewissen Stock zu produzieren lassen, damit ich das zu einem fairen Preis nachher auch unter das Volk bringen kann und damit auch ihr nachher viel Spass an diesem Spiel könnt haben, so wie ich mit meinen Töchtern zusammen. Es gibt für das Crowdfunding natürlich auch richtig coole Belohnungen. Je nach Betrag, den du spenden möchtest, kannst du das Spiel kostenlos bekommen. Es gibt einen Eintrag auf der Homepage von mir, www.speedocardgame.com, wo es übrigens auch einen Job gibt und man das Spiel kann erwerben darüber. Es gibt richtige coole Gönnerkarten, so wie man das aus der Gamewelt ein bisschen kennt, mit dem Raritätsstatus von gewöhnlich über ungewöhnlich, episch, legendär, mythisch, exotisch. Und je nachdem, welchen Betrag du spendest, kommst du Rabattcodes über, wo du das Spiel kannst, vergünstigt beziehen über meinen Store. Yep. Genau. Ich habe etwas vergessen. Speedo! Ja, dann wollte ich euch jetzt mal zeigen, wie eigentlich das Spiel... Wie es funktioniert.
So, herzlich willkommen zur Erklärung vom Speedo App. Wir sind jetzt hier auf der Startseite vom Speedo App. Wir können hier verschiedene Sachen einstellen. Wir haben zum Beispiel mal die Möglichkeit, eine Bedienungsanleitung aufzumachen. Die bringt uns ins Internet dann und öffnet uns eigentlich so eine Bedienungsanleitung. Je nachdem, welche Sprache man gerade ausgewählt hat, kommt man auf die richtige Sprache, wo da alles gerade nochmal beschrieben ist, wie es funktioniert. Ich tue hier schnell mal ein bisschen durchscrollen, dann könnt ihr einfach Stopp drücken, wenn ihr etwas lesen wollt und seht eigentlich, was bei welchen Karten zu machen ist. Dann im Weiteren haben wir eine Möglichkeit für Einstellungen zu machen. Wir können Soundeffekte ein- und ausschalten. Sekunden für den Sieger, das seht ihr dann im Spiel. Das ist eigentlich der alle seine Karten als erstes abgelegt hat, kommt als Belohnung die Anzahl Sekunden über, die hier eingegeben worden ist. Wir haben hier «Wähle Aktionen». Hier kann man alle Aktionen, die momentan im Spiel sind, ein- oder ausschalten, indem man eigentlich das Höckli wegmacht oder hermacht. Genau. Des Weiteren haben wir hier die Skalierung der Aktionsbutton. Das sind die dann im Spiel sind. Manchmal verdecken die vielleicht Zeit, je nachdem wie viele Spieler. Oder sie sind eben zu klein zum Drücken. Und da kann man hier eine Grösse einstellen von denen. Mit Reset geht es immer wieder auf die Standardgröße zurück. Genau. Wir können hier Sprache auswählen. Wir haben momentan Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch und Englisch. Und wenn ihr hier drückt, kommt ihr zu den Terms of Use, zu der Privacy Policy. Das ist alles dann hier hinterlegt. Wir gehen mal auf Start. Jetzt können wir am oberen Menü auswählen, wie viele Spieler mitspielen. Wir wählen mal 4 aus. Wir haben hier bei diesem Feld die Möglichkeit, einen Namen einzugeben, wer mitspielt. Und haben hier auch nochmal den Einstellungsbutton, falls man irgendwie gleich noch etwas will ändern. Es ist eigentlich alles wirklich simpel aufgebaut. Wir können dann auf Start drücken und ihr seht es dann im Spiel, wenn ich das Spiel erkläre, wie das dann hier funktioniert mit dem Spielablauf. Aber das funktioniert soweit alles wie es sollte. Stopp und Ende, da muss man ein bisschen gedrückt behalten, dass man nicht aus Versehen drauf drückt. Wir beenden das Spiel. Der Gewinner bekommt 5 Sekunden abgezogen. Orange ist der Gewinner. Und neues Spiel. Genau das wäre eigentlich schon das ganze App. Es ist wirklich eine sehr simple und einfache Sache und jeder wird das können bedienen. Danke für die Aufmerksamkeit. Und hier haben wir jetzt so einen Versuchsaufbau und ich erkläre euch mal, wie das Spiel jetzt funktioniert. Wir haben jetzt für 4 Spieler aufgebaut, man kann hier auch den Button noch tauschen, falls jemand eine andere Farbe hätte, so dass jeder seine richtige Farbe hat. Wir haben dann hier den Aufnahmestapel und den Ablagestapel, wobei ich würde den so ein bisschen, ja, so eine Pflatsch hinlegen, weil im Spiel das geht so schnell, geht das alles voneinander. Im schlimmsten Fall geht sie Ablagestapel rein und es gibt ein Durcheinander. Aber zum Demonstrieren lenkt es das mal so. Also wir drücken jetzt hier mal auf Start und jetzt wird zufällig ein Spieler ausgewählt, der eigentlich beginnen kann. In diesem Fall ist jetzt das grün. Grün kann jetzt mal seinen Button drücken, seine Zeit fängt an laufen. Wir machen das jetzt einfach einmal und er fängt jetzt an zu spielen. Gelb liegt, er hat eine gelbe Karte, die kann er problemlos mal legen. Dann drückt er auf seinen Button, dann ist der nächste Spieler dran. Gelb ist jetzt gelegt, ein 6, er kann jetzt hier nicht legen. Also nimmt er mal seine Aktionskarte, wir legen die mal ab. Und ganz wichtig, dann sofort, wenn man die gelegt hat, hier drücken und als erstes sich mal eine Farbe wünschen. Weil sonst vergisst man es und wenn man es vergessen hat, kann der nächste Spieler
die Farbe legen, die er will. Also, er wünscht sich jetzt einmal zum Beispiel Rot, er hat eine rote Karte und wählt sich irgendeine Aktion aus. Das seht ihr dann auch noch in der Erklärung vom App oder wieder in der Erklärung vom App schon gesehen habt. Die Aktionen kann man ein- und ausschalten, wie man es gerne hätte. Verlangsame meine Uhr, wähle einen Spieler, mit welchem du deine Uhr angleichen kannst. Man kann hier auch halten zum Verdecken, da kann man ein bisschen schauen, ich habe zwar schon viel Zeit, aber wir machen jetzt mal einfach verlangsame meine Uhr und es geht beim nächsten Spieler weiter. Rot ist gewünscht, der kann nicht, legt eine Aktionskarte, drückt drauf, wünscht sich eine Farbe, er nimmt sich jetzt mal gelb. Jawohl, weiter bei einem zufälligen Spieler. Jetzt wird der zufällige Spieler ausgewählt, was weitergeht. Ist jetzt halt zufällig der nächste. Gelb, wir legen gelb und weiter. Und dann haben wir den nächsten, der kann nicht legen. Wieder eine Aktionskarte. Wir wählen eine Aktion aus, verlangsamen meine Uhr. Er hat sich rot gewünscht, sagen wir, er hat sich blau gewünscht, er kann nicht. Aufnehmen, weiter, nächste Karte, blau, zack. Seitenwechsel, ganz wichtig, wenn ein Seitenwechsel ist, den Button drücken. Wenn man es vergisst, geht es halt einfach auf dieser Seite weiter. Aber er hat es jetzt gemacht, es geht weiter, blau, er kann nicht, er nimmt eine auf. Nächste, blau, genau, letzte Karte, abgelegt. Jetzt, letzte Karte ist gelegt, seine Uhr läuft noch. Jetzt muss er auf Stopp drücken. Wenn er das gemacht hat, bekommt er eigentlich kommt er ins Menü rein und drückt dann auf Ende. Jetzt kommt der Gewinner 5 Sekunden, oder was man halt auch immer eingestellt hat, abgezogen über von seiner Uhr, also der zuerst alle Karten abgelegt hat. Und in diesem Fall ist jetzt Daniela der Gewinner. Sie hat die wenigste Zeit getroffen. Genau, der gewinnt mit der kleinsten Zeit. Nicht vergessen, also es ist nicht der am schnellsten alle Karten abgelegt hat, sondern der mit der kleinsten Zeit. Und das ist der Spielverlauf. Und am Anfang muss man schnell so bei 1-2 Spielen, also man kommt wirklich sehr schnell rein. Also wir spielen es jedes Wochenende, jetzt richtig gut funktioniert. Und das ist der Spielablauf vom Speedo gewesen. Ja, das wär's gewesen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Jetzt liegt es wirklich an dir, dass wir das Spiel verwirklichen und auf den Markt bringen. Bitte hau in die Taste und gib irgendeinen Betrag zum Besten für das Speedo Kartenspiel. Speedo! Du bekommst auch Spiele für pro Betrag, wo eigentlich wir drücken jetzt mal auf Start, wenn es dann funktioniert. Der Stift ist natürlich leer, klar, bra. Meine Fresse! Wie schaukelt das?